Hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten Tutorial zu KSP 2 und zwar Orbits are weird. Wir gehen in Orbits are weird und schauen uns das Ganze mal an, was wir da so Schönes lernen können. Und zwar Orbits are weird. Wie wir einen Orbit anpassen können, lernen wir da. Geht es wahrscheinlich darum, dass wir immer an entgegengesetzten Punkten in die entgegengesetzte Richtung beschleunigen müssen und so Sachen. Und ja. Dann hier, wie wir einen Orbit manipulieren. Dann Electric Charge. Auch sehr wichtig, ne? Wie wir Strom erzeugen im All. Und wie wir deorbiten. Also wie wir zurückkommen auf den Planeten. Und ich würde sagen, wie auch in den ersten beiden Tutorials, starten wir direkt erstmal mit dem Video rein. Und ich bin erstmal ruhig. Orbits are weird. Remember your orbiting baseball? What if you wanted to make its orbit higher? Well, it's a baseball, so grab your bat and try to hit the ball to a higher orbit. Your first thought might be to try to deflect the ball upwards. Unfortunately, hitting the ball upward bends its orbit so that it hits the ground before it can return to you. What you need to do is hit the ball in the direction it's already moving, adding to its already high velocity. Now that you've sped the ball up, why isn't it flying any higher? It just keeps whizzing by at the same height it always did. After all, I said that making it go faster would make it go higher. What gives? The ball is actually going higher, but it's going higher on the opposite side of the planet from where you're standing. You've raised its orbit, and you've learned the first lesson of orbital maneuvering. Your actions affect the opposite side of your orbit. Weird, huh? So your ball is moving faster, but it's still passing you at the same height. How do you get its orbit higher on this side of the planet? Now that you know how changes in velocity affect the other side of your orbit, you've got all you need. By adding velocity to the ball at the highest point in its orbit, you raise the lowest point in its orbit and make it circular again. Sehr schönes kleines Video. Ja, also im Prinzip immer auf der entgegengesetzten Seite Gas geben oder bremsen, um den Orbit höher oder niedriger zu gestalten. Das ist schon die ganze Magie hinter dem Ganzen. An equatorial orbit is good, but if you want to travel beyond Kerbin, you will need to manipulate your orbit. Let's start with something simple, expanding an orbit. We do that by increasing the value. Remember how you circularized your orbit by increasing your forward velocity? To raise your orbit, you'll just do more of the same. Now that we're pointed the right way, we can increase the throttle and watch our orbit expand. So, also, was wir jetzt gemacht haben, ist einmal Gas gegeben. Cut the throttle. If you overdo it, you'll leave Kerbin's orbit entirely. Und Nice. jetzt That wieder maneuver raised raus. our orbit on the other side of Kerbin, so we will enter high orbit there. Waiting to reach a specific point can be as eventful as watching the neon stripes on your rover dry. The paint job will be worth it, but isn't it better to rush to the end? Skip ahead to the good stuff using a time warp. Alles klar. Gehen wir mal auf Time Warp. Like I said earlier, the highest point of our orbit is called the apoapsis. The lowest point of our orbit is known as the periapsis. By default, your camera is focused on your vessel, so if you can't see either of these points, adjust your camera. Scroll the middle mouse wheel to zoom in and out. Double-click an object. Excellent! You can time warp to any position on your trajectory by selecting a point on your vehicle's current path, and then selecting Time Warp to Point.
Now Sehr you're schön. way up in the sky, so high that if you circularize your orbit now, you'll be in high orbit. Wow, the black starry void looks so small from here. Alles klar, wir haben gelernt, dass wir jetzt, wenn wir hier Gas geben, unseren Orbit wieder zirkulieren können. Und das wäre jetzt ungefähr der Fall. Sobald die sich ziemlich genau gegenüberstehen, 314K, 305K, ja, ne, kann man so machen. Hier sehen wir Sphere of Influence jeweils zu unserem Einzelnen. Das wird auch noch sehr interessant. Wahrscheinlich aber erst im letzten Tutorial. So, dann geht's auch schon weiter. In den nächsten Bereich. From command pods to space probe cores, a lot Elektrizität. of critical rocket parts use electric charge. You'll want to design your rocket so it can generate and store EC. Mhm. Most rocket engines generate electric charge while active, but we'll still need a way to keep our batteries full while coasting between maneuvers. Ja, dafür. Solar panels convert Kerbal's light into EC for our rockets. Small solar panels can just be placed, but large solar panels are delicate and must only be deployed once we're out of the atmosphere. I've equipped this rocket with 2 deployable solar panels. Schon gemacht. Here's a hand crank. Get to work. Just kidding. There's a handy button that opens all of them with a single click. Give it a try. Ah, cool. Es gibt hier eine Short Action nur für Solar Panels. Great. The solar panels are now extended. Light tracking solar panels only rotate on... Excellent. The solar panels are soaking up all of those sweet photons and giving our rockets some much-needed EC. You can see the status of any solar panel within the part manager. Hier in the oben lädt electrical jetzt parts menu. unsere You can either access the app directly by Batterie clicking the app auf. button, or you can right-click a part to directly access it in the part manager. Mhm. So zum Beispiel. Okay, das ist zum Beispiel was sehr wichtig ist. Der Part Manager, der wird sehr interessant werden für größere Getting EC is Missionen. one thing, Wichtig. and storing it is another. Most command pods have a small battery, but many missions will call for additional EC storage. When we're traveling far from the sun or going to the dark side of a planet, more batteries means more peace of mind. Okay. Also, wichtig ist Elektrizität. Darf man niemals aus den Augen verlieren. Das ist auf jeden Fall eine Message, die kann ich nur so bestätigen. Ich habe schon sehr viele Missionen in den Wind geblasen, weil meine Batterie zu klein war. Also lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Aber auch immer aufpassen, dass die Rakete nicht zu schwer wird. Ne? Ganz wichtiger Punkt. Darf man nie aus den Augen lassen. At some point, the So. crew will run out of snacks. Did you know a Kerbal is 99.9% more likely to crash when hungry? That's when it's time to head back down to Kerbin, a planet known for its plentiful snack options. First, let's get a better view for this operation. Alles klar. Dann gehen wir mal in Remember how we den burned Map prograde Mode. to raise our orbit? To lower our orbit, we burn in the now flip retrograde. All right, the rocket is aligned to retrograde. Increase the throttle and burn until our trajectory. As we decelerate, watch what's happening to our periapsis. Once it enters the atmosphere, this rocket is on a path back to the ground. Don't ease off the throttle yet, though. We're going to keep burning until our trajectory intercepts the ground. This should give us a good idea that now that we're on a collision course with Kerbin, we need to turn that collision into something more survivable. This process of crashing without dying is called landing. Our upcoming stage will activate a decoupler, dropping the engine and exposing a very important heat shield. Why don't you do that now? Great! We're on our way down and our heat shield is exposed. Have you ever wondered what a marshmallow feels like when it catches on fire? Da guckt ein You're about Körbel to find raus. out. Der hat's da aber richtig eng drin. Ah, Valentina.
Tatsache, da oben sieht man sie auch nochmal. Alles klar. Finden wir das mal raus. Und das wird jetzt dann wahrscheinlich der Abschluss des Ganzen. Und zwar... Ah ne, das war's sogar schon. Das können wir uns aber jetzt einmal kurz reinziehen. Wir beschleunigen hier mal ordentlich. Und gehen nicht auf Game Pause, sondern auf Normal. Lassen uns rumdrehen. Da haben wir es schon. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal noch ein bisschen näher ran. Und die Orbiten. Also, was sehr wichtig ist, wir haben jetzt Orbitalmechaniken etwas näher kennengelernt. Wir verstehen sie jetzt vielleicht auch etwas besser. Also, ich kenne das alles noch aus KSP 1, aber natürlich für alle, die sich das hier anschauen, weil sie was lernen möchten. Wichtig ist zu wissen, man muss sich immer auf der entgegengesetzten Seite mit der Geschwindigkeit beschäftigen, wenn man auf der anderen Seite irgendwie die Höhe ändern möchte. Und ja, zum Wiedereintritt, ich glaube, es gibt im Moment noch keine Heat Animations und auch keine anderen Dinge, die irgendwas mit der Temperatur hier zu tun haben. Deswegen ist es auch erstmal noch Nebensache, aber das wird auf jeden Fall später im Verlauf des Spiels ein Riesending. Temperatur ist immer ein ganz großer Punkt. Okay, aber dieses Tutorial ging relativ zügig. Ich würde sagen, vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was dabei gelernt. Lasst mir natürlich gerne ein Like und ein Abo da, dann verpasst ihr auch nichts mehr, wenn was Neues kommt. Und ja, euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Haut rein und wir sehen uns das nächste Mal. See ya!